Schon wieder? Ach so, das ist das Thema. In die Richtung. Go, go, let's go. We really outdid ourselves this time. Dieses Mal haben wir uns wirklich übertroffen. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one house. All diese Samurai-Häuser quellen Übervorzeug. Da haben wir vorhin Schwarze getroffen. Sieht man von dem einen Haus ab. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Das ist doch gar nichts. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in Hoarder history. Heute war erst der Anfang. Wir gehen auf einen grandiosen Plünderzug, der in die Geschichte der Schatzräuber eingehen wird. You the man, boss. Du bist der Boss. These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. Das sind die Schatzräuber, hinter denen wir her sind. Erteilen wir eine Lektion. When I practice my spells in weather like this, I can do half the work for double the impact. I'm just teasing. Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Ja, mit Lisa geht das ja ganz gut. Da verabschieden sich alle Mora. Die zu stehlen war wirklich ganz schön schwer. Come on, boss. Think of something. Komm schon, Boss, lass dir was einfallen. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Nicht übel, schon mal daran gedacht, den Schatzräubern beizutreten. Jemand wie dich könnten wir gebrauchen. Vergiss es, erzähl uns alles über Kurosawa. Ja, nicht. Das heißt, ihr habt Kurosawas Haus geplündert. Kurosawa? Oh, I remember. Kurosawa, ich erinnere mich. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew we shouldn't have hit that place. Hat er euch geschickt, um uns zu jagen? So ein Pech. Ich wusste doch, wir hätten dieses Haus verschonen sollen. So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? Und was war da drin? Lauter Nahrungsvorräte? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. Nahrungsvorräte? Was soll das ein Witz sein? Es war komplettes Chaos. Da war bloß eine seltsame Kiste. Hoffentlich war da was Wertvolles drin. I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. Ich wollte nicht, dass jemand anderes sieht, Darum wollte ich sie erst hier hinterher öffnen. Now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. What do you say? Doch da ihr uns erwischt habt, schlage ich einen Handel vor. Diese kleine Kiste gegen unsere Freiheit. Was meint ihr? You've got a deal. Okay. Now show us what's in the box. Abgemacht. Jetzt zeig uns den Inhalt der Kiste. Paimon. Wie? What the? Ach so. There's nothing in here but IOUs. Das sind bloß Schuldscheine drin. Yeah, a lot of them too. Ja, und zwar jede Menge. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. Und das sind alle auf die Inhaberin eines Gemischtwarenladens ausgestellt, eine Frau Aoi. Die sind viele Moa wert. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. Reden wir mit dieser Aoi und gehen mit der Sache auf den Grund. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Okay. Ihr könnt gehen, aber bete, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Yes, of course. In Ordnung. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Wir haben uns für ein paar Schuldscheine freigekauft. Heißt das, wir sind aus dem Schneider? Shut it. Let's just get out of Still here. verschwinden wir einfach von hier. Ich glaube nicht, dass das ein guter Deal war. Was ist schon wieder?
muss ich das hier durchklicken? Da und... Dann geht's wieder ab in die Stadt. Ach, Inazuma. Heißen die Städte genauso wie das Land? Nein, die sind nach den Städten benannt, oder? Oh, I don't know. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite, oder? Hallo, Detektiv. Probieren wir es mal in die Richtung. Okay, ich hätte abbiegen können. Sollen. Müssen. Glitzer, Glitzer. Ein stumpfes Schwert. Oh, noch mehr Geglitzere. Was ist das? Huh. Huh. So, jetzt müssten wir doch gleich um die Ecke. Da ist es auch. Aoi. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Willkommen im Tsukumomono-Geschäft. Wir haben alles, was ihr braucht. Kann ich euch helfen? Or perhaps there's something you want to inquire about? Oder wollt ihr euch wegen etwas erkundigen? Wegen dieser Schuldscheine. Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Ah, ihr seid also Freunde von Kurosawa? Wollt ihr vielleicht seine Schulden bezahlen? Whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. Oh, Paimon. Oh, bitte immer mit der Ruhe. Wir wollen bloß wissen, wo die alle herkommen. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Warum stellte Kurosawa dir so viel Geld? Hat er irgendetwas extrem Teures gekauft? Let me think. Mal überlegen. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. Kurosawa kaufte regelmäßig große Mengen an Nahrung bei mir. Er bezahlte immer persönlich dafür. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual amount. Okay. Doch in letzter Zeit schossen die Nahrungspreise in die Höhe, sodass sein Gehalt nicht mehr dafür ausreichte. Um die übliche Menge weiterkaufen zu können, begann er also diese Schuldscheine zu schreiben. So that's how he was getting those emergency provisions. Daher kommen also diese Notvorräte. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Paimon, die Leute brauchen immer noch genauso viel Nahrung, auch wenn es mehr kostet. Doch warum kauft er weiter die übliche Menge? Hätte er nicht einfach weniger kaufen können? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Naja, die Leute, denen er die Notvorräte brachte, wussten wahrscheinlich ganz genau, wie viel sie brauchen, um zu überleben. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. Kurosawa wollte sie wohl nicht enttäuschen, zumal sie genaue Berechnungen angestellt hatten, was die Menge betrifft. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Also nahm er lieber die Schulden auf sich, anstatt die Leute zu enttäuschen. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. Also erwarb Kurosawa all diese Notvorräte auf eigene Kosten. And no one ever appreciated what he did. They just complained and held him accountable. Und keiner wusste das je zu schätzen. Sie beklagten sich bloß und machten ihn verantwortlich. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice.
Die Menschen verhalten sich den Umständen entsprechend. In Zeiten der Not denkt keiner genau nach. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Ja. Naja, er wollte nur helfen. Wenn ihr mich fragt, hätte Kurosawa von Anfang an sagen sollen, dass die Vorräte von ihm kamen, dann gäbe es jetzt nicht solch einen Aufstand. Aber warum haben die so wenig Essen? Das sieht doch so aus, als ob sowieso... Also... Okay. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. Sicher hätten manche sich trotzdem aufgeregt. Er bewältigte eine undankbare Aufgabe. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. Warum er sein eigenes Geld für Notvorräte ausgab, ohne je irgendwem davon zu erzählen, weiß ich selbst nicht genau. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? Warum fragt ihr ihn nicht einfach selbst? Leider erinnert er sich nicht mehr. I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Verstehe, da fällt mir ein, jüngst wurde ihm sein göttliches Auge genommen. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Wirklich bedauerlich. Wenn er seine Schulden nicht begleicht, wird er wohl sein geliebtes Schwert versetzen müssen. Sword? What sword? Schwert? Welches Schwert? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. Hat er das nicht gesagt? Er besitzt ein äußerst wertvolles Schwert. Er führt es schon seit Jahren. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. Als ich ihn mal danach fragte, meinte er, es sei ein Geschenk seines Vaters und zu kostbar, um es zu verkaufen. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Im Nachhinein bereue ich es, nie ein Angebot dafür gemacht zu haben. Wenn ihr mich fragt, hat alles einen Preis. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Ich glaube, der wird nichts sagen können, solange er sein göttliches Auge nicht hat und sich nicht erinnern kann. Warum fragt ihr ihn nicht selbst nach dem Schwert? Vielleicht gibt es euch ja sogar die Antworten, nach denen ihr sucht. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill. Doch bevor ihr geht, begleicht bitte die heutige Rechnung. But we didn't buy anything. Wir, aber wir haben nichts gekauft. Wir haben Informationen gekauft. Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Informationen sind ebenfalls eine Ware, meint ihr nicht? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think. 2,000 Mora should be a fair price. Und wie viel sind die Schulden, die er hat? Ich habe noch ein paar Mora übrig. Keine Angst, für Informationen über Kurosawa verlange ich nicht viel. Nichts davon war sonderlich vertraulich. Mal überlegen, 2000 Mora müssten genug sein, also gut. At least we now know where the emergency provisions are coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a priceless sword in his possession. Ach, Paimon, lasst ihm doch das Schwert. Zumindest wissen wir jetzt, woher die Notvorräte kamen. Und wir wissen, dass Kurosawa ein unschätzbar wertvolles Schwert besitzt. Let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything. Reden wir doch mal mit Kurosawa. Vielleicht erinnert er sich jetzt. Wird's nicht sein. Das wird nicht passieren, Paimon. Zup. Kann ich einfach hier... in die Richtung? Das ist er, oder? Wupp. What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? Wie, was machst du hier ganz alleine? Wo sind die anderen beiden hin? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left.
Ich stellte sie vor die Wahl. Entweder sie gehen oder ich ziehe mein Schwert. Sie gingen. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Das hat mir viel Zeit gespart. Vielleicht sollte ich öfter zu diesem Mittel greifen. Did you manage to track down the treasure hoarders? Habt ihr die Everything I said was true, right? Habt ihr die Schatzräuber gefunden? Alles, was ich sagte, hat gestimmt, oder? Also, du erzählst Kurosawa das Ereignis von den Schatzräubern und... It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Das wäre es in etwa. Du hast tatsächlich Notvorräte verteilt, doch du hast sie auf eigene Kosten erworben. Strange. Is that really the kind of person I was? Seltsam. War ich wirklich so ein Mensch? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything. Ich kann mich wirklich nicht entsinnen. Selbst nach all euren Erzählungen erinnere ich mich an nichts. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. Warum kaufte ich Notvorräte für alle und warum stürzte ich mich in solche Unkosten? Ich verstehe es einfach nicht. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant to do so. Doch als ich mein Schwert zog, verspürte ich, dass mein Körper sich dagegen sträubte. Daran besteht kein Zweifel. Das Schwert... This sword was once wielded by my father. Okay, zumindest daran kann er sich erinnern. Dieses Schwert führte einst mein Vater. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act and scolded me severely. Als ich noch jung war, wollte ich mich einmal herausschleichen und damit vor den Nachbarskindern zu prahlen. Mein Vater erwischte mich und schimpfte kräftig mit mir. What did he say? I can't seem to remember that either. Was sagte er noch? Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. Das klingt forever. gefährlich. No matter how hard I try to remember. Als man mein göttliches Auge nahm, verlor ich viele wichtige Erinnerungen. So viele Erinnerungen sind für immer fort, wie sehr ich mich auch anstrenge. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands. Ich erinnere mich nur, dass mein Vater meinte, dieses Schwert berge sein Credo. Bevor er starb, legte er es in meine Hände. And said to me, with this sword, you should... Und sagte zu mir, mit diesem Schwert sollst du... Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hill. Oh, bei genauer Betrachtung sind auf dem Griff einige Wörter eingraviert. Can you recognize the Lauten die words? Wörter? Da steht Tugend und Gerechtigkeit. Virtue and justice? Tugend und Gerechtigkeit? Somehow those two words seem to explain everything now. Irgendwie scheinen die Wörter plötzlich alles zu erklären. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. Hohe Schulden aufzunehmen, um für andere sorgen zu können. Das war wohl mein größtes Streben. But what use of virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. Oh boy, du bist nah dran. Doch wozu sollen Tugend und Gerechtigkeit gut sein? Ich kaufte Vorräte für die Notleidenden. Doch seht, was dabei herauskam. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. Die Tenryo-Verwaltung nahm mir mein göttliches Auge und ausgerechnet die, denen ich so verzweifelt helfen wollte, weigern sich, mich zu verstehen. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. Und ironischerweise hatte ich trotzdem ein schlechtes Gewissen, als ich sie mit meiner Klinge bedrohte. I'm incapable of being a good person,
yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Och, ich meine, das ist auch kein schlechter Ort zu sein. Schätze ich, kein schlechter Platz. Ich kann einfach kein guter Mensch sein, doch böse sein kann ich auch nicht. Was soll ich bloß machen? Yet another troubled soul. Eine weitere geplagte Seele? When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his Wir expenses. sollten bei Gelegenheit mit Toma über Kurosawas Schulden sprechen. Sicher wird die Yashiro-Verwaltung die Kosten decken. In any case, we must never let him sell off that sword. Jedenfalls müssen wir verhindern, dass er sein Schwert verkauft. Ein göttliches Auge zu verlieren. Ist kein Zucker ist. Kein Zucker Seems like schicken. losing all ambition is a terrible experience. Ja, es muss schrecklich sein, sein Streben zu verlieren. Fortunately for us, you don't have a vision. Zum Glück hast du kein göttliches Auge. Let's go find the next Suchen wir die soul. die nächste arme Seele. Okay. In die Richtung. Die nächste Person, die ihr Auge verloren hat. Es sind verdammt viele, schätze ich, auf der Insel. Ah, ja.